Deutsche Serien scheinen endlich im 21. Jahrhundert angekommen zu sein. Wir befinden uns nämlich in der goldenen Ära des Fernsehens und Deutschland scheint endlich nachzuziehen. Denn es kommen Serien wie Dark, wie 4 Blocks oder 4 Blocks, Deutschland 83 und Babylon Berlin. Diese Serien brauchen sich einfach nicht vor der Konkurrenz zu verstecken und die sind sogar international erfolgreich, zumindest, ich glaube, die meisten. Auch Funk arbeitet nun seit fast 2 Jahren daran, immer wieder hochwertige deutsche Webserien zu produzieren. Girl Cave zum Beispiel über ein mysteriöses Buch voller merkwürdiger Lebensratschläge oder Hit and Run über eine Gruppe von Jugendlichen, die einen Autounfall verursachen und dann versuchen, die Spuren zu verwischen. Und nun startet für Funk eine brandneue Produktion, nämlich Freaks. In Freaks geht es nicht um die Familie von Jonas, nein, es geht vor allem um 3 junge Menschen, die alle ihre eigenen psychischen Probleme haben, abstürzen und in der Psychiatrie landen. Für den Protagonisten Neo heißt das, und ja, er heißt wirklich Neo und über dieser Matrix-Witz wird auch 1 Milliarde Mal gemacht. Für den bedeutet das, ich muss hier so schnell wie möglich raus. Der erfolgreiche YouTuber Vincent hingegen hat einen Suizidversuch überlebt und fühlt sich in der Anstalt anscheinend wohl. Sarah wurde Opfer einer fiesen Mobbing-Attacke und kommt mit der Realität immer weniger zurecht. Diese 3 kranken Menschen finden zusammen und so entwickelt sich eine innige und tiefgreifende Freundschaft. Freaks ist die deutsche Adaption einer finnischen Serie mit dem internationalen Titel Mental und an vielen Stellen wurde die finnische Vorlage auch wirklich 1:1 umgesetzt. Nur ein Freak, nur ein Freak, nur ein Freak. Die finnischen Bezüge lassen sich sogar auch in der fertigen Show finden und etwas weiter gegriffen, allgemein nicht nur finnische, sondern skandinavische. Klar, Finnland gehört streng genommen nicht zu Skandinavien, aber egal. Die Figuren sagen zum Beispiel Skål, was so viel wie Prost auf Schwedisch heißt. Es läuft außerdem sehr viel Metal und wer schon mal da im Norden war, der weiß, wie viel Metal und härterer Rock gespielt wird. Und so darf man sogar Bands wie Motorhead hören, was mich eben sehr gefreut hat. In einigen Szenen ist außerdem der Look sehr flach, düster und kontrastarm, ganz typisch für skandinavische Krimiserien, die man ja jedem nur ans Herz legen kann, die auch gerade derzeit sehr, sehr stark im Kommen sind. In anderen Szenen sticht dann aber ein saftiges und grelleres Grading hindurch, was man sonst eher so aus deutschen Komödien à la Fuck You Goethe kennt. Und dieses Wechselspiel im Bild haben wir aber tatsächlich auch in der Handlung. Freaks ist nämlich ein ständiges Hin und Her zwischen dramatischen Szenen, in denen die Figuren an den Abgrund ihrer Existenz getrieben werden, und leichten, witzigen Szenen, die zum Teil sehr flach und sehr frech und pubertär gehalten sind. Für eine deutsche Webserie ist dafür die Produktionsqualität echt hoch. Insbesondere wenn die Figuren eine Panikattacke oder einen Schub haben, dann wird sehr viel mit selektiver Schärfe gespielt. Das heißt, dass große Teile des Bildes dann unscharf gezeigt werden und der Schärfepunkt im Bild herumwandert. Das ist eine ziemlich interessante visuelle Umsetzung, um zu zeigen, dass die Figuren in diesem oder jenem Moment mit dem Bezug zur Realität kämpfen. Aber das gab es eben auch genauso im finnischen Original und ich habe das auch schon in vielen Filmen gesehen, zuletzt zum Beispiel in Danish Girl, da wurde das sehr viel gemacht. Ja, es gibt halt sehr viele positive Aspekte, die man bei dieser Serie Freaks hervorheben kann, die aber im Prinzip 1:1 aus dem finnischen Original entnommen worden sind. Traurig ist aber, dass sich dann doch hin und wieder technische Schnitzer eingeschlichen haben und auch auf der inhaltlichen Ebene gibt es so einige Dinge, die mich eher zur Fremdscham getrieben haben. Zum Beispiel gibt es tatsächlich so einen Gartenzwerg mit hochgepitchter Stimme, der immer wieder als peinlicher Gag hineingeschnitten wird. Es ist bezeichnend, dass das sogenannte Keying, also beim Greenscreen, da nicht einwandfrei funktioniert hat. Denn wenn man genau hinguckt, dann sieht man hier an den Achseln und der Latzhose zum Beispiel das Rauschen. Klar, ich bin da sehr kleinlich, aber ich finde es ein bisschen schade, denn bei einer Show mit einem solch hohen Produktionsaufwand ist das schon ein echt unangenehmer Fauxpas. Vor allem, wenn man bedenkt, dass hinter der ganzen Show die große Produktionsfirma Bavaria Entertainment steckt. Die machen sehr viele Fernsehshows und ja, viele Sachen, zu denen ich selbst einfach keinen Draht finde. Zum Beispiel Schrott or Not oder zahlreiche Quizshows und ganz, ganz schlimm, da kommst du nie drauf. Allgemein arbeiten die oft und gerne mit Mario Barth und Dings zusammen. Wie heißt der? Ich begrüße Sie, Paul Panzer, und ja, ist nicht ganz mein Humor. Und so ist auch meine Meinung zu Freaks sehr verhalten. Das liegt aber vor allem an den beiden Hauptdarstellern, an Wilson González Ochsenknecht
und Phil Laude. Gerade bei den beiden ist das Schauspiel streckenweise sehr aufgesetzt und gewöhnungsbedürftig. Das liegt aber nicht unbedingt an den beiden, denn dass die beiden Stars da durchaus was von ihrem Handwerk verstehen, das haben sie an anderen Stellen oft genug bewiesen. Bei Wilson González Ochsenknecht gab es da zum Beispiel in den letzten Jahren den fantastischen deutschen Film Der Nachtmar, der sich ebenfalls mit einem ähnlichen Thema wie Freaks auseinandergesetzt hat. Der Film sei wirklich jedem empfohlen. Die Probleme von Freaks hingegen, die liegen einfach in den Drehbüchern. Die Dialoge sind über weite Strecken sehr anstrengend und wie bei vielen deutschen Produktionen muss ständig ein flotter Spruch kommen. Mit Sarkasmus wird völlig übertrieben und so gibt es über die 8 Folgen der ersten Staffel etliche Witze, die für mich einfach nicht zünden wollten. Es wirkt, als wäre hier ein ganz junger Drehbuchautor am Werk gewesen, der unbedingt ein komödiantisches Meisterwerk schaffen wollte. Dabei gibt es beim Drehbuchschreiben ein magisches Sprichwort: Weniger ist mehr. Das steht eben für Understatement, denn viele Drehbuchlektoren lehren, dass höchstens ein Viertel des gesprochenen Wortes mit Witzen und Ironie und Sarkasmus aufgeladen sein sollte, sonst wirkt es eben doch sehr anstrengend und aufgesetzt. Hier wurde dieses Mantra nicht eingehalten, denn fast jeder Satz muss irgendwie ironisch oder witzig gemeint sein. Außerdem wurden auch beim Casting einige Entscheidungen getroffen, die ich so gar nicht nachvollziehen kann. Warum wurde zum Beispiel dieser Typ als Vater von Phil Laudes Figur gecastet, wenn er doch Wilson González so unglaublich ähnlich sieht? Man kauft der Show nicht so hundertprozentig ab, dass Wilson González der große YouTube-Star unter den beiden sein soll. In dieser Serie ist es einfach allgemein sehr schwierig, die Darsteller von ihren Figuren zu trennen und auch dafür gibt es einen Fachbegriff, man spricht da von Suspension of Disbelief oder auf Deutsch die willentliche Aussetzung der Ungläubigkeit. Das sind komplizierte Worte, die aber im Prinzip eine ganz einfache Selbstverständlichkeit ausdrücken, dass man sich als Zuschauer für eine bestimmte Laufzeit auf ein fiktionales Werk einlässt und für die nächsten Stunden so tut, als wäre das alles real. Das ist mit diesem Casting, mit Wilson González und Phil Laude aber eben doch sehr schwierig. Es ist klar, warum gerade die beiden gecastet worden sind. Beide sind eigentlich ganz talentierte Schauspieler und haben gleichzeitig eine große Reichweite. In den Kommentaren der Show findet man auch viele Phil Laude-Fans, die von der Show sehr überzeugt zu sein scheinen. Ich selbst bin aber der festen Überzeugung, dass es der Serie besser getan hätte, wenn die Figuren passender und besser gecastet worden wären. Dafür setzt sich Freaks allerhöchste Ziele und möchte sympathisch und irgendwie auch aufklärerisch mit wichtigen Themen umgehen, mit psychischen Krankheiten, mit Selbstmord, mit Drogen, mit Kriminalität und Exzessen. Das ist ja im Prinzip ein sehr lobenswerter Ansatz und man muss insbesondere hervorheben, wie großartig die junge Schauspielerin Runa Greiner in ihrer Rolle ist. Man kennt sie vielleicht als eine der Nebenfiguren aus Fuck You Goethe und sie spielt ihre Rolle des fettleibigen Mobbing-Opfers mit allergrößtem Respekt und sogar einem Fünkchen unterschwelligem Stolz. Es wirkt ein bisschen so, als würde sie aus ihrem Umfeld oder vielleicht sogar aus ihrem realen Leben greifen und das meine ich als allergrößtes Kompliment, denn sie wirkt einfach extrem authentisch, was halt auch daran liegen könnte, dass das finnische Original in Zusammenarbeit mit medizinischen Beratern verfasst wurde. Und auch Louise von Fink als Vierte im Bunde rundet den Cast mit sehr viel Sympathie ab. Also gerade von den weiblichen Darstellern war ich überaus positiv beeindruckt. Es ist nur halt letzten Endes sehr schade, dass der Humor mit sehr viel Pipi-Kaka aufgefüllt wurde. Es ist die klassische Krankheit einer deutschen Produktion, in jede Einstellung ständig ironische und zotige Witze hineinzuschreiben, weil man sich denkt, ja irgendwie muss die Serie doch hervorstechen oder das Publikum bei der Stange halten. Für mich als Zuschauer wird das eben aber sehr schnell anstrengend und dann wird eher das Gegenteil damit erzeugt. Für mich ist es tatsächlich ein kleines Rätsel, warum die Show bisher in den Kommentaren so gut ankommt, gerade weil die Dialoge oft sehr überdeutlich ausgesprochen werden und ein bisschen konstruiert wirken. Denn hier werden oft Dinge gesagt, die sich in der Situation nicht natürlich anfühlen, sondern in aller Deutlichkeit ausgesprochen werden, um dem Zuschauer eine Information zu vermitteln. Und das ist eben kein gutes Writing. Informationen sollten immer gezeigt und nicht offen ausgesprochen werden. Das nennt man Show, Don't Tell.
Aber das wurde hier vernachlässigt, daher möchte ich dieser Webserie letzten Endes 6 von 10 Punkten geben. Ich selbst konnte mit Freaks nichts anfangen und fand sie anstrengend, daher würde ich eigentlich lieber weniger geben. Aber die Art und Weise, wie mit psychischen Krankheiten umgegangen wird, ist sehr, sehr lobenswert. Ein Problem, das ich aber bisher noch nicht angesprochen habe, ist, dass sich keine wirklichen greifbaren antagonistischen Kräfte aufbauen. Die Handlung dümpelt dadurch ein wenig vor sich hin und so will nie richtig Spannung aufkommen. Die Show bezieht aber ihr Faszinosum daraus, dass sich die Zuschauer in den Krankheiten der Figuren wiederfinden. Viele Jugendliche dürften sich auch wirklich mit den Figuren super identifizieren können und insbesondere Gruner Reiner muss man für ihr wunderbares Schauspiel gratulieren. Gerade sie überzeugt in den dramatischen Szenen und dieser Aspekt zieht sich durch alle 8 Folgen. In den dramatischen Momenten überzeugt Freaks auf ganzer Linie und ist eigentlich die ganze Zeit interessant. In den witzigen Szenen driftet die Show dann für mich ein bisschen in den Cringe ab und wird zum Teil nervig und anstrengend. Ja, letzten Endes ist es schade, denn dadurch bleibt die Show irgendwie nur für Jugendliche interessant und natürlich auch für Phil Laude und Wilson Gonzalez-Fans. Hätte man Freaks aber so ein bisschen anders geschrieben, dann wäre sie auch für alle anderen genießbar geworden. Und hier sei nochmal ausdrücklich der großartige deutsche Film Der Nachtmar empfohlen, der sich eben mit einem ähnlichen Thema beschäftigt. Letzten Endes bleibt für mich eine finale Beobachtung übrig. Freaks macht sehr vieles richtig und setzt sich auf interessante Weise mit seinen Themen auseinander. Was ist das aber im Endeffekt wert, wenn fast alle positiven Aspekte der Show 1:1 vom finnischen Original übernommen worden sind? Genau das müsst ihr mir jetzt mal in den Kommentaren beantworten. Bin ich ein bisschen zu kritisch? Fandet ihr Freaks super? Oder juckt ihr euch gar nicht für die Show? Schreibt eure Meinung unbedingt mal in die Kommentare. Wenn ihr die Serie jetzt gucken wollt, dann verlinken wir sie euch hier rechts. Auf der anderen Seite, hier rechts. Auf der anderen Seite gibt es dann auch unsere letzte Kritik zu sehen. Die war zum Horrorfilm A Quiet Place, der in den USA gerade einschlägt wie eine Bombe. Abonniert auch unbedingt unseren Kanal Cinema Strikes Back und macht die Glocke an, neben dem Abonnieren-Button, um kein einziges Video zu verpassen. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper.